Bright days are on their way. Forever's how long they'll stay. Bright days are on their way. Chasing sunsets in the sky. Won't let these moments pass us by. Take my hand, don't be afraid. The brighter days are on their way. Hallo allerseits. Hallo, guten Morgen. Wir sind in Bad Belzig. Seit dem 1. März 2001 darf sich das frühere Belzig Bad Belzig nennen und ist heute ein staatlich anerkanntes Thermal-Solarheilbad. Erstmals urkundlich erwähnt wurde die Stadt im Jahre 997 als Belizi. Über der Stadt thront die Burg Eisenhart. Da werden wir nachher sicher auch noch mal vorbeigehen. Sicher. Unsere heutige Wanderung ist etwa 15 Kilometer lang und hat 160 Höhenmeter. Oh. Ist ja nun auch nicht so viel. Ja, und euch nehmen wir wieder gerne mit. Genau. Auf geht's. Auf geht's. So, nachdem die Tour ein kleines Stück durch das Stadtgebiet von Bad Belzig ging, verlassen wir jetzt das urbane Gebiet und gehen in die Natur. Genau. Picknicktisch, sogar mit Blümchen. Das ist aber liebevoll gestaltet. Wir sind hier auf dem Kunstwanderweg. Hinter mir ist schon so ein Kunstobjekt zu sehen. Ich zeige es euch gleich mal genauer. So, der Waldweg ist bis jetzt so schon nicht sehr schön, ziemlich eintönig. Und jetzt haben wir noch so eine Modderpampe hier vor uns.
scheint Sonne. Na, da haben wir ja wieder was für Detmar. Steintürmchen oder Steintrolle, wie man in Norwegen sagt. Oh, toll. Mal, wenn er umgefallen ist, mussten wir wieder aufbauen. Wieder unsere obligatorischen Sticker. Hurra, wir haben es geschafft. Grüße an alle Wanderer, Detmar und Karin. 13.04. Kann man das lesen? Okay. Die Aussicht hier ist noch nicht so spektakulär, weil das Umland halt auch schon höher liegt. So, wir sind nun auf dem Hagelberg. Mit 201 Metern ist das die höchste Erhebung im Fläming und gilt eigentlich auch im Allgemeinen als höchste Erhebung Brandenburgs. Aber an der Grenze zu Sachsen soll es wohl noch einen Hügel geben, der einen halben Meter höher ist. Aber das ist Pfennigfuchserei. Nee. Das war lange schon mal unser Ziel, Brandenburgs höchsten Berg zu So besteigen. erklimmen, richtig. Auch wenn er natürlich die Bezeichnung Berg nicht unbedingt verdient hat. Aber wie definiert man Berg im Flachland? Wenn er aus der Ebene hervorsticht, dann ist es ein Berg. Fertig. Der Hagelberg, Landmarke und Schlachtfeld. Während der Befreiungskriege fand hier am 27. August 1813 eine Schlacht zwischen preußischen und französischen Truppen statt. Ach, hier steht es ja, der Hagelberg ist die zweithöchste Erhebung Brandenburgs. Nur der Kutschenberg, 5 Meter von der Grenze zu Sachsen entfernt gelegen, ist noch 70 Zentimeter höher.
netter 4-Seitenhof hier als Gastronomie ausgebaut. You've been picking fights with shadows twice your size, using candlelight to dance with your disguise. And when those rumors grow and silence takes this town, you never care enough to try and choke them down. Now there's nowhere left to run. Even the stars aren't out tonight. When it's all Und wir haben wieder Höhenmeter. Schnief, schnief, schnauf, schnauf. gotta break a few good hearts along the way to find someone who makes you wanna stay. If you could do it all again, there's not a thing that you would change. You gotta break a few good hearts along the way. Da vor uns liegt wieder Bad Belzig. Wir haben es fast geschafft. You stood toe to toe with every doubt you've had, and learned to shine a light on things that make you sad. Looking for a better way around never seems to slow you down. When you've come this far, the pain ain't all that bad. You gotta break a few good hearts along the way to find someone who makes you wanna stay. If you could do it all again, there's not a thing that you would change. You gotta break a few good hearts along the way. So, und jetzt gucken wir uns die Burg Eisenhart an. Hier kann man sich trauen lassen. Hier ist ein Museum. In der Burg Eisenhart haben schon bekannte Persönlichkeiten übernachtet, wie 1534 Martin Luther und 1712 Zar Peter I. Der Burgfried stammt aus dem 13. Jahrhundert und ist 28 Meter hoch. So, jetzt sind wir auf dem Burgfried. Das war das Anstrengendste der ganzen Tour heute. Wir hätten es zu Anfang machen sollen, als die Beine noch frisch waren. Aber die Aussicht hier ist toll. Wir zeigen sie euch jetzt mal. Auf jeden Fall.
1406 brandschatzten die magdeburgischen Bischöfe das Belziger Gebiet, wodurch Stadt und Burg teilweise zerstört wurden. Danach wurde Belzig teilweise erweitert und die Burg wieder aufgebaut. Im Dreißigjährigen Krieg zerstörten die Schweden die Stadt erneut. Nach dem Wiederaufbau erhielt Belzig 1702 Stadtrecht. Ja, wir sind jetzt hier auf der Burg Eisenhardt und werden auch gleich hier unser Fazit ziehen, weil es ist nicht mehr allzu weit bis zum Auto. Ja, die Wanderung sehr gut ausgeschildert, das ist positiv hervorzuheben und es gibt auch ausreichend Bänke unterwegs. Was nicht so schön war, die Wegführung. Recht langweilig die Wege. Es gab unterwegs eigentlich keine Highlights, außer diese Kunstinstallationen, aber da liegt halt die Schönheit im Auge des Betrachters bei Kunst. Genau. Ja, es war trotzdem eine schöne Wanderung. Der Hagelberg als von uns angesteuertes Highlight war ja auch nicht schlecht und jetzt hier die Burg. Alles in allem hat sich die Tour schon gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, man ist draußen an der frischen Luft, wandern lohnt sich immer. Man sitzt nicht zu Hause rum. Genau. Ja, mehr ist eigentlich nicht zu sagen. Wir werden uns jetzt hier verabschieden. Hoffen, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Dann tschüss. Tschüss.